Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Doch bevor wir heute anfangen mit dem Tutorial, muss ich erstmal ein Dankeschön sagen an die lieben Leute, die mich abonniert haben, denn wir sind mittlerweile schon über 300. Das ist in der RPG Maker Welt ungefähr eine halbe Million oder so. Auf jeden Fall vielen netten Dank an die ganzen Leute. Ich fühle mich geehrt. Ich hoffe, meine Tutorials und die anderen Videos gefallen euch. Habe jetzt zwar kein Konfetti da, wo ich irgendwie rumwerfen kann, aber ich habe eine Paarung Wäscheklammern. Aber lasst uns heute nicht so viel rumreden, denn das Video heute ist ein bisschen länger, um genau zu sein, 1,5 Stunden lang. Parallax Mapping ist eben nicht in 10 Minuten erklärt, sondern auch nicht in 5 Minuten. Man braucht seine Zeit dafür. Ich habe hier und da mal ein bisschen vorgespult, damit es nicht allzu lange wird, aber trotzdem sind 1,5 Stunden draus geworden. Ich hoffe, es langweilt euch nicht so sehr. Jetzt geht's los mit dem Intro und dann auch mit dem Video. Viel Spaß! Ja, guten Tag und willkommen hier mal wieder auf meinem Desktop. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe hier Plugins eingefügt. Das ist einmal Orange Map Shot. Das macht einfach nur einen Screenshot von eurer Map. Müsst es einfügen, geht ihr dann ins Spiel, drückt einmal die Drucktaste, dann habt ihr ein Bild von eurer Map. Ja, ich weiß, es geht auch mit Rechtsklick, Bild erzeugen, aber dann wird es nur halb so groß und das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen die 1:1 Größe. Das zum einen. Zum anderen habe ich Orange Overlay eingefügt. Das brauchen wir nachher für Parallax Mapping. Ihr müsst bei Organize Ordner einfach mal auf True umstellen. Das ist das Einzige, was ihr ändern müsst. Dann gehen wir in den Spielordner. Hier habe ich schon mal den Screenshot von der Map, die wir verschönern wollen. Zu Image und dann hier steht hier Overlays. Diesen Ordner müsst ihr selber erstellen. Und dort macht ihr hier diese 5 Ordner: Fox, Ground, Light, Parse und Shadow. Die brauchen wir später für das Parallax Mapping. Ground ist natürlich der Boden, Licht ist Licht, Parse ist das, was über den Helden ist und Schatten ist natürlich Schatten und Fox ist Nebel. Werden wir in diesem Fall höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Ich denke mal nicht, dass ich Nebel einfügen werde, vielleicht als Showcase, aber prinzipiell brauchen wir das in diesem Tutorial nicht. So, ich habe dann natürlich die Map schon mit GIMP aufgemacht. Wir brauchen aber noch was anderes. Wir müssen jetzt nämlich noch zu Tileset gehen. Und dann gehen wir... Ich habe doch auf Aufnahme gedrückt. Nee, dass ich hier mit mir selbst rede. Ja, habe ich. Dann gehen wir einmal zu Outside. Outside haben wir das da. Das da haben wir, das da haben wir. Ich will B. Outside B, okay, gut. Outside B. Was ist das da? Das öffnen wir auch nochmal mit GIMP. Brauchen wir vorerst mal nicht. Was machen wir als erstes? Wir sehen hier zum Beispiel ein paar Mapping-Fehler, weil es einfach nicht anders geht mit dem RPG Maker. Das sehen wir hier zum Beispiel. Hier sehen wir auch noch die Mapping-Fehler. Die werden wir als erstes entfernen. Nein, wir machen was anderes als erstes. Wir machen nämlich erst ein Gitter. Wir gehen hier zu Render, Muster, Gitter. Dann machen wir hier Breite 1, 48, 48 Abstand, Versatz machen wir auf 0, drücken auf OK. Und jetzt haben wir dieses Gitter. Mache ich mal die Deckkraft ein bisschen runter, dass man das noch so schwach sieht. Ich speichere die Datei erstmal ab. Speichert immer, speichern ist immer gut, weil sonst stürzt GIMP ab und eure Datei ist kaputt. Ich mache eine neue Ebene. Und dann kopiere ich einfach
dieses Teil. Das kopiere ich durch STRG und dann auf C. Für die Leute, die es nicht wissen, wie man kopiert. Und dann STRG und auf V. Und mache das hier so ein bisschen drüber, damit das schon mal gut aussieht. Wenn das jetzt um 1 oder 2 Pixel versetzt ist, das macht nichts. Meistens nichts. In diesem Fall. Man sieht es nicht. Weil das ist eh grün. 3 Tönfarben, Grünfarben. Man sieht es nicht so genau. Hier machen wir auch nochmal drüber. Hier drüber. Hier auch drüber. Und hier drüber. Dann gehen wir hier rüber. Einfach mal verdecken. Ist egal, ob es verdeckt ist oder nicht. Einfach mal drüber. Danach werden wir das mit dem Pinsel noch ein bisschen fein justieren. So. Das gleiche machen wir hier hinten auch. Hier auch. Und hier nochmal. Jetzt gehen wir mit der Transparenz ein bisschen runter. So. Ich kopiere nochmal die Ebene, stelle die auf unsichtbar. Einfach nur, dass wir noch ein Backup haben, falls wir jetzt irgendwas mega versauen werden, was ich nicht hoffe. Und jetzt werde ich mit dem Pinsel von 2 so ein bisschen rausarbeiten. Ob wir den Schatten da nachher behalten beim Baum, weiß ich noch nicht. Der sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Dieser Schatten. Einfach mal so ein bisschen rauspinseln. Das sieht schon mal gut aus. Yes, 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 yes. Hier haben wir ein bisschen verkackt. Macht aber überhaupt nichts. Copy, Paste. Haben wir ein bisschen drüber. Hier auch noch einen kleinen Pixel klauen und hier drüber. Und das passt doch auch schon. Das gleiche machen wir jetzt mit dem hier. Haben wir hier so. Drüber. So. Da oben müssen wir uns noch ein bisschen kümmern um den Baum. Können wir auch hier komplett wegmachen hier ab hier. Hier ein bisschen aufpassen. Weil dort ist ja die Kante, die wir nicht sehen wollen. Aha, aha. Tun wir das hier mal kopieren. Ich mache nochmal eine neue Ebene. Okay. Einfügen. Oh. Hier runter muss ich kopieren. Und hier mal einfügen. Spiegeln. Und jetzt werden wir das ein bisschen wegpinseln. Das hier zum Beispiel. Drücken hier und tata, fertig. Oder auch nicht. Moment. Ah, okay. Warum hat es hier so ein Tumor dran? Habe ich das schlecht ausgeschnitten? Ah, ich habe schlecht ausgeschnitten. Okay. Dann noch ein bisschen mit dem Pinsel rüber. So. Nein, jetzt habe ich schwarz drüber gemalt. Ich Idiot. Ich Idiot. Wir wollen natürlich mit diesem Pinsel hier drüber. Schon besser. So, jetzt haben wir
Das brauchen wir hier noch. Jetzt noch ein bisschen wegpinseln. Hier kann man auch ein bisschen gröber arbeiten. Ist ja nur, dass das Braune weg ist. So. Jetzt haben wir Problem 1 beseitigt. Ich nenne das jetzt mal Gras. Was war das hier? Okay, das können wir auch nach unten. So, okay. Was werden wir als nächstes tun? Als nächstes werden wir vielleicht die Kante hier ein bisschen schöner machen. Die sieht noch ein bisschen nicht so schön aus. Kopieren wir wieder ein Stück vom Boden und tun sie in die neue Ebene. Ah, da unten muss ich kopieren. Kopieren, hier einfügen und ein bisschen darüber einfach. So. Mit dem Pinsel ein bisschen außenrum. Deckkraft mal wieder runter. Pinselgröße ein bisschen runter. Dann werden wir das so ein bisschen hier ausschneiden. So. Deckkraft wieder hoch. Und das sieht doch schon viel besser aus. Ne? Machen wir die Ecke vielleicht noch so ein bisschen. So. Ja. Wunderschön. Gibt es noch so eine Ecke? Nee, gibt es nicht. Okay, nach unten vereinen. Wollen wir uns jetzt um den Baum hier kümmern? Oder? Ne, machen wir den Boden zuerst. Machen wir den Boden erstmal. Dieses Graszeug machen wir jetzt mal ein bisschen schöner. Neue Ebene. Wir nehmen jetzt die Farbe von hier. Von hier. Gehen hier und machen hier mal Schatten. Und setzen die Farbe ein bisschen dunkler. Ein bisschen dunkler. Nehmen einen neuen Pinsel, und zwar diesen hier. Der ist so ein bisschen smoother. Und jetzt gehen wir einfach mal großzügig hier so entlang. Die Deckkraft stelle ich noch ein bisschen runter. Ungefähr auf 60 so. Aber mal großzügig hier entlang fahren. Hier vielleicht auch so. Und hier so entlang. Hier hinten noch ein bisschen. Ja. Gehen wir noch mal einen Ticken runter. Ticken runter. Machen wir den Pinsel ein bisschen kleiner. 20 vielleicht. Ah, noch ein bisschen mehr. Ja, so sieht das doch. Obwohl, ein bisschen weniger. So. Hier auch noch mal ein bisschen rüber. Hier noch ein bisschen rüber. Hier noch ein bisschen rüber. Und hier noch ein bisschen rüber. Sieht jetzt ein bisschen geschmotzt aus, aber darum kümmern wir uns noch. Jetzt gehe ich mal mit dem Schmierfinger großzügig. Ein bisschen so rüber. Ein bisschen hier so.
Einfach mal schön verschmieren alles. Hier unten auch. Ja. Einfach mal schön übers Gras. Wir kümmern uns gleich darum, dass es ein bisschen schöner aussieht und ein bisschen geordneter, aber erstmal schön schmieren. Gehen wir da hinten nochmal hin. Da schmieren wir auch noch ein bisschen rum. So, jetzt nehmen wir den normalen Pinsel wieder. Stellen ihn auf, weiß ich nicht, 5. Und pixeln hier mal ein bisschen. Oh. Und löschen hier mal so ein bisschen die Ränder von dem Stein. Das müssen wir jetzt übrigens überall machen, an jedem Stein einmal drumherum. Ich spule hier ab der Stelle mal ein bisschen weiter nach vorne, damit es für euch nicht allzu lange ist. Ab jetzt spule ich. So, willkommen zurück. Was ich gemacht habe, ist natürlich ein bisschen die Ränder. Ich habe noch ein bisschen Schatten verwischt. Jetzt machen wir aber nochmal eine Ebene und gehen nochmal einen Ticken dunkler. Gehen. Und dann nehmen wir einen Pinsel und fahren hier so ein bisschen nach. Ein bisschen nachfahren. So die Steine entlang. Oh, ich brauche einen kleineren Pinsel. Nehmen wir mal 2. So ein bisschen hier die Ecken nachfahren. Damit man quasi so ein bisschen einen Rand hat. Die Deckkraft stellen wir auch gleich runter. Circa auf 50. Hier fahren wir auch mal nach.
Müsste es auch nicht ganz hundertprozentig genau nehmen, weil jetzt kommt ja sowieso unser Finger. Und dann verwischen wir wieder so ein bisschen. Mhm. Das machen wir jetzt, oh Wunder, wieder überall. Mehr so Richtung da vorne, wo es ein bisschen der Schatten von den Steinen so kommt. Einfach so ein bisschen entlang fahren. Es muss nicht hundertprozentig sein. Es reicht auch schon 70%. Bisschen so. Das können wir da unten auch ein bisschen machen. Gras entlang so ein bisschen. Und dann nehmen wir wieder unsere Finger. Und verschmieren das ein bisschen, damit es ein bisschen verschwommen wird. Schön fett rüber mit dem Finger. Und ein bisschen runterziehen so an ein paar Stellen. Damit man so ein bisschen der Graseffekt hat, oder der Schatten vom Gras, wenn ihr wisst, was ich meine. Bisschen, ja, so in der Richtung. Da oben auch noch ein bisschen verwischen. Mhm. Das gleiche machen wir jetzt hier noch auch. Mein Pinsel ist mal wieder zu groß. Stellen wir die Größe auf 3. Und ab hier spule ich mal wieder ein bisschen vor. So, willkommen zurück. Ich habe hier noch ein bisschen an der Deckkraft rumgespielt. Habe hier noch ein bisschen runter gemacht. Habe hier noch ein bisschen mehr Schatten verteilt auf der zweiten Ebene, wo wir waren. Der Schatten ist jetzt nur noch ganz dezent. So ungefähr sieht's aus. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um ein bisschen Licht. Nehmen wir einfach eine neue Ebene, benennen die jetzt Licht und machen auf dem Boden auch noch ein bisschen Licht. Nehmen wieder den Pinsel, machen die Farbe aber heller. Gehen vielleicht ein bisschen mehr ins Gelbe. Ungefähr so. Aber
Das hier rausradieren, dann gehen wir mit dem Pinsel hier nochmal ein bisschen drüber. Da überall, wo wir Licht haben wollen, machen wir so ein paar Kleckse hin. Und dann wieder schön verwischen. Deckkraft stellen wir natürlich auch wieder so auf 50. Ja, so auf 40, 50. Man kann am Anfang mit ein bisschen mehr Deckkraft arbeiten, damit man sieht, was man macht. Und dann kann man die Deckkraft immer noch runterschieben. Und dann schön wieder verwischen mit dem Finger. Damit ihr so ein bisschen Struktur reinkriegt. Kann man auch mal einen kleineren Pinsel nehmen. Und vielleicht hier mal so entlang. Hier auch vielleicht so entlang. Hier entlang des Wassers. Ein paar Kleckse. Den Finger wieder und schön verwischen. Das ist zumindest meine Technik. Ihr könnt es auch ein bisschen anders machen, wenn ihr das wollt. Oder wenn ihr eine bessere habt, könnt ihr auch in die Kommentare runterschreiben. Ich mache das gerne so. Jetzt gehe ich noch mal einen Ticken heller. Fast schon ins Weiße. Und kleckse wieder. Ab hier spüle ich wieder ein bisschen vor. So, jetzt kümmern wir uns ein bisschen darum, Gegenstände, dass wir ein paar Sachen noch hinzufügen. Deswegen habe ich ja das Teilset hier aufgemacht. Und zwar nehme ich als erstes das Blümelein. Diese Blümelein. Und kopiere das. Und kopiere das hier hin. Und dann machen wir es ein bisschen schöner hier. Kopiere ich das dahin, hier hin. Ich kann es ja auch spiegeln. So. Vielleicht auch hier eins hin. Kopieren, einfügen. Einfügen. Ja, das sieht doch schon mal schick aus, oder? Was so ein paar Blumen alles anrichten können. Kopieren wir noch diese Blume. Und kopieren sie nochmal. Hier rein. Machen wir hier vielleicht. Hier. Kopieren sie nochmal. Hier kopieren, wieder spiegeln. Hier rein. So vielleicht. Ja, das kann man doch machen, oder? Schicki schick. Wir nehmen jetzt dieses kleine Grasding, schneiden das aus
kopieren das und fügen es ein. Kopieren, einfügen, vielleicht noch hier hin. Und hier noch eins hin. Bei den Bäumen vielleicht ein bisschen mehr da rein. Ups, einfügen, einfügen, einfügen. Können wir auch mal das eins größere nehmen. Das hier. Ausschneiden. Kopieren. Einfügen. So. Hier einfügen. Ausschneiden. Kopieren. Kopieren. Dann sieht es so ein bisschen buschiger aus. Hier hinten auch so ein bisschen. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen. So. Jetzt nehmen wir vielleicht das hier. Kopieren. Einfügen. Kopieren, einfügen. Das tun wir vielleicht eventuell hier hin. So. Nehmen wir nochmal so ein kleines. Kopieren, einfügen. Ungefähr so. Ja, das ist doch schick, oder? Das ist doch schick. Ich habe hier noch irgendwo Laubblätter gesehen. Wo sind denn die Laubblätter? Hier sind die Laubblätter. Die sind auch ganz interessant. Kopieren wir das ganze Ding. Kopieren. Einfügen. Irgendwo hin. Obwohl, wir könnten kopieren und jetzt nochmal einfügen. Jetzt nehmen wir die einzelnen Blätter einfach und die ausschneiden und legen die irgendwo hin. So dass es halt gut aussieht. Nimmt vielleicht das Lasso-Tool, schneidet das so aus. Ausschneiden, einfügen. Man kann das auch spiegeln. Ausschneiden, einfügen. Wo tun wir das am besten hin? Vielleicht hier zu dem. Bisschen drehen vielleicht. Okidoki. Jetzt gehen wir mal zu Einfärben und färben es grün ein. Die Helligkeit hoch. Runter, hoch. Bisschen anders. Ja, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Kopieren, einfügen. Vielleicht hier noch ein bisschen was hin. Einzelne Blätter können wir wie immer kopieren. Einfügen. Spiegeln. Nehmen wir noch mal so einen einzelnen, den hier. Kopieren, einfügen. Bisschen drehen. Kopieren, einfügen. Nehmen wir den da. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Vielleicht hier noch eins hin. Vielleicht spiegeln wir das jetzt wieder. Perfekto. Was nehmen wir jetzt? Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Was können wir tun? Vielleicht ein Pilz. Pilz. Pilz ist immer schön. Pilz einfügen. Vielleicht da hinten so ein bisschen hin. Wobei mich dieser Schatten extremst nervt. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ausschneiden, einfügen. Das ist auch ein bisschen groß. Ich finde die zu groß. Machen wir es ein bisschen kleiner. Hier vielleicht so ein paar Pilzchen. Ja. Wunderschön. Hier noch Pilzchen. Jetzt haben wir so kleine Pilzchen da hinten. Das sieht doch schön aus.
Das können wir jetzt entfernen. Was nehmen wir noch? Den Baumstumpf vielleicht? Nee. Will kein Baumstumpf. Noch ein paar Steinchen vielleicht. Kopieren und einfügen. Tun wir die hier so ein bisschen verlegen. X, V. Jetzt verteilen wir die alle schön einzeln. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Vielleicht noch einer dahin. Dieser kleine hier. Vielleicht dahin. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Einfügen. So. Das hier auch nochmal kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Die zwei brauche ich jetzt nicht. Löschen wir mal die 2 Pixel hier. So. Nein. Kopieren und einfügen. Vielleicht da noch einer hin. Und nochmal einfügen. Oh, jetzt habe ich alles kopiert. Nehmen wir einfach das hier mal. Kopieren. Kopieren, einfügen. Und wir sind hier hin. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Dann nehme ich nochmal diesen Strauß hier. Kopieren und einfügen. Wow! Das sieht doch da oben schon mal ganz gut aus, oder? Das gefällt mir auf jeden Fall. Nehmen wir doch das Holz noch ein bisschen. Noch mal ein kleines Holzlager noch irgendwo. Vielleicht da hinten. So, kopieren, einfügen. Jetzt machen wir das Ganze. Das hinten löschen wir. Einmal löschen. Bis mit dem Radiergummi. Dann machen wir das so. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. So. Kopieren, einfügen. Können wir auch so machen. So. So. Das da hinten wieder wegradieren. Das soll nicht mitkopiert werden. Genau. So ist es doch ganz gut. Was gibt's denn noch? Dieses Moos hier. Das gefällt mir auch. Tun wir mal das dahin. Kopieren, einfügen. Können wir auch ein bisschen hier und da mit der Helligkeit spielen. Ein bisschen dunkler machen. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Kann auch ein bisschen übereinander legen, so. Ja, einfügen. Vielleicht nochmal einen Ticken dunkler machen. Dann machen wir es heller. Heller. Bisschen Kontrast hoch. Und ja. Wunderbar. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Spiegeln wir das Ganze. Kopieren, einfügen. Es ist wie Copy und Paste, ne? Merkt ihr selber. Wieder mal ein bisschen spiegeln. Vielleicht auch ein bisschen heller machen wieder. Okay. Kopieren, einfügen. Spiegeln. Man kann auch mal andersrum spiegeln. Nach unten, oben. So spiegeln. Wieder ein bisschen heller machen. Dann nehmen wir den Pinsel.
Und machen den ein bisschen größer und löschen so ein bisschen mal was. Nicht malen, löschen. Ach, ich Idiot. Ein bisschen löschen. Genau, wunderbar. Oder? Was sagt ihr? Das kann man auch noch ein bisschen löschen. Ein bisschen rausradieren. Dass es ein bisschen übers Gras geht. Machen wir mal die Kachel weg. Schauen, wie es aussieht. Das sieht doch schon mal wunderschön aus. So. Gibt es hier noch mehr Graszeug, was ich hier kopieren kann? Nö, gibt es nicht. Ich hätte gern so Grashalme. Gibt es hier irgendwo Grashalme? Inside, 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 outside, inside, outside. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, Grashalm technisch. Sieht jetzt nicht so aus. Haben wir nicht. Aber das hier vielleicht. Dungeon. Welche? Die erste Dungeon war das? Okay. Edit mit GIMP. Nehmen wir das hier mal weg. Kopieren. Und einfügen. Und jetzt löschen wir ein bisschen was. Das da unten ein bisschen löschen. Nicht malen, löschen. Radieren. Radieren. Nur so ein bisschen. Brauchen nur so ein. So. So. Okay. Jetzt machen wir noch Helligkeit und Kontrast. Ein bisschen so. So, mal hier hin. Kopieren, einfügen. Bisschen löschen wieder. Wegradieren. Ah, es passt farblich nicht so ganz, ne? Das passt farblich nicht so ganz. Dann gehen wir mal auf Einfärben und färben das Ganze ein, dass es farblich ein bisschen besser passt. Sättigung ein bisschen runter hier. So sieht, glaube ich, denke ich mal, besser aus. Helligkeit und Kontrast mal wieder. Bisschen mehr Kontrast rein. Bisschen dunkler. So müsste das doch schon besser passen, oder? Ja. Das passt auf jeden Fall ein bisschen besser. Dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen mehr mit dem Gras verschmolzen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, finde ich. Hier ein bisschen rauslöschen. Jo. Das geht doch, oder? Hier noch ein bisschen weg. Brauchen nur so ganz dezent was. Ja, das ist doch schön. Aha. Nehmen wir doch mal auch einen ganzen Baum einfach mal, ne? Kopieren wir den Baum. Für den Baum mache ich eine neue Ebene. Neue Ebene. Bäume einfügen. Wohin tun wir den einfügen am besten? Ah. Schwierig. Vielleicht einer dahin und einer dahin. Ah, ist auf jeden Fall schon mal besser. Was können wir noch Schönes nehmen? Was können wir noch Schönes nehmen? Kopieren wir noch ein bisschen die Pflanzen, oder? Können wir auch großzügig verteilen hier. Hier mal eine Pflanze. Hier mal eine Pflanze. Braucht man Raster. Hier eine Pflanze. Vielleicht auch hier eine Pflanze. So könnt ihr das überall machen.
Ich will jetzt nur das da oben machen. Ihr habt ja gesehen, wie ich das mache. Alles schön kopieren, ein bisschen spiegeln, ein bisschen mit der Helligkeit arbeiten. Und so funktioniert dann das Ganze. Da könnt ihr euch austoben. Ich will jetzt an der Stelle mal ein bisschen weiter vorspulen und ein bisschen die Map verschönern, so wie ich das gerade gemacht habe. So, da bin ich wieder. Was habe ich bisher gemacht? Genau das gleiche, was ich euch alles gezeigt habe. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Blumen gemacht. Ich habe hier ein bisschen mehr Moos eingefügt. Ich habe die Bäume hier gemacht. Ich habe bei den Bäumen den Baum so ein bisschen ausgeschnitten, damit der so ein bisschen größer aussieht. Wo ist er denn? Hier. Die Bäume habe ich auch noch hinzugefügt da vorne. Und halt noch ein paar Blumen hier hingefügt, ein bisschen Moos hingefügt. Und hier so ganz kleine Steine habe ich eingefügt, was ich sehr wichtig finde. Diese ganz kleinen Steine, die sind vielleicht 5 Pixel groß. Aber ihr müsst genau so ins Detail gehen, jeder Pixel zählt. Hier beim Lagerfeuer habe ich die Steine einfach in Grau umgefärbt. Und habe sie da so ein bisschen noch verstreut, damit es so ein bisschen unordentlicher aussieht. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen farbenfroher, dass der Moos nicht überall nur grün ist. Und dazu mache ich erstmal eine neue Ebene und markiere den Moos und füge ihn wieder hier ein. Ich mache den hier jetzt zum Beispiel dahin. Und jetzt gehe ich auf Farbton ändern und mache den so ein bisschen, so leicht gelblich. Leicht gelblich, wirklich bloß dezent. So, und füge ihn wieder ein. Zum Beispiel hier. Sekunde. Was ist mit dem einen Moos los? Ach, den habe ich beim Baum eingefügt. Sekunde, Sekunde. So. Jetzt kopiere ich das und füge es hier ein. Kopiere ich nochmal, füge hier auch eine... Habe ich das wieder bei Baum eingefügt? Na, passiert, passiert, passiert. Kann man ja alles noch ändern. Ja, wieder kopieren. Hier noch so ein bisschen einfügen. Ah, habe ich das auch bei Baum eingefügt? Ah, dann muss ich halt eben so machen. So. Wird nachher ein bisschen stressig, aber egal. Lassen wir jetzt erstmal so. Hier einfügen. Nochmal einfügen. Da hinten können wir auch noch eins einfügen. Hier so. Vielleicht nochmal eins hier so. Jetzt brauchen wir eine Brush. Ich habe das so im Brush. Ich zeige euch mal, wie der aussieht. Es ist eigentlich wurscht, welchen Brush ihr nehmt. Das sieht so aus. Hauptsache, der hat so ein bisschen so rissartige Textur an sich. Nehmen wir den. Oder ich nehme einen anderen. Den da. Nehmen wir den da. Der sieht gut aus. Gehe ich wieder zu meinem Radiergummi. Mache den ein bisschen kleiner. Ungefähr so auf. Weiß ich nicht. 40. Ja. Und radiere hier so ein bisschen raus. Ganz easy. Dass das nicht überall so gelb ist. Sondern nur so ein Ticken gelb. Ja. Kann man machen, oder? Hier auch noch ein bisschen raus. Jupp. Jetzt kann ich zum Beispiel das hier noch markieren. Den Farbton wieder ein bisschen ändern. Hier geht's grün. So ein bisschen ins Rote vielleicht. Bisschen weniger Sättigung. So vielleicht. Bisschen mit Helligkeit und Kontrast arbeiten. Aber so ein bisschen. Ja.
So. Bisschen mit den Farben rumspielen, bis ihr zufrieden seid. So. Dann mache ich die Deckkraft von dem hier noch so ein bisschen runter, bisschen runter. Ja, so. Das kopiere ich dann auch. Zum Beispiel da drauf. Oder? Sättigung runter. So. Es reicht schon, so dezent den Farbton ändern. Das reicht schon vollkommen aus. Können wir hier auch noch ein bisschen wegradieren. Ja, perfekto. Ja, nochmal einfügen. Da hinten hin vielleicht. Deckkraft wieder ein bisschen runter. So, es muss auch nicht arg übertrieben aussehen. Nur dass es ein bisschen von der Farbe her ein bisschen anders ist. Können wir das jetzt auch mit den Blumen machen? Schnell und einfach. Ich nehme dieses Tool hier. Damit kann ich die Farben... Hallo. Jetzt hat GIMP wieder den Fehler, dass es mir nicht anzeigt, was markiert ist, ne? Ja. Dann muss ich GIMP nochmal neu starten. Wir sehen uns gleich. So, wir kommen zurück. GIMP hatte bei mir gerade den Fehler, dass es mir nicht angezeigt hat, was es markiert hat. Das hatte ab und zu, ich weiß nicht warum. Jetzt zeigt es mir aber wieder an, wie ihr seht. Und ich markiere hier einfach mal die verschiedenen Farben hier aus. So, und jetzt kann ich das einfach umfärben. Einfärben. Und dann mache ich das ein bisschen anders gelbig. Ein bisschen ins Rote sogar. Oder? Ein bisschen ins Rote so. Ein bisschen mehr Sättigung rein. Heiligkeit, ein bisschen runter. So, perfekt. Perfekt. Können wir es auch gleich kopieren und auf die andere drauf machen. Zum Beispiel hier. Nochmal kopieren. Ja. Kann ich nochmal einfärben. So. Jetzt sieht es schon ein bisschen farbenfroher aus. Sieht gleich viel besser aus, finde ich. Nochmal einfügen. Können wir doch hier auch gleich machen. Ihr könnt es auch noch mit mehreren Blumen machen. So einfärben, wie ihr das wollt. Und dann sieht es gleich ein bisschen farbenfroher aus. Ist auf jeden Fall gleich mal anders. So, jetzt kümmern wir uns ein bisschen ums Haus. Das muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen gemacht werden, ne? Machen wir eine neue Ebene und machen hier Haus. Und dann nehme ich zum Beispiel das hier und füge es direkt hier ein. Da habe ich zu viel genommen. Das hier löschen. Ausschneiden, einfügen. Spiegeln. Und ich mache das jetzt ein bisschen kleiner. Ne, ich mache das jetzt noch nicht kleiner. Ich mache es gleich kleiner. Nehme ich erstmal mein Radiergummi. Und mache das da oben einfach mal weg. Damit das so aussieht. Dann mache ich Kopieren, einfügen. Dann spiegele ich das. Zweimal. Einmal vertikal, einmal horizontal. Dann mache ich das hier hin. So dass es einigermaßen so aussieht, als wäre das zusammen. Genau. Und jetzt skaliere ich das runter. Ungefähr so. Richtig. Dann gehe ich mit der Schärfe noch ein bisschen verbessern, schärfen. Ungefähr auf 20.
Ja, ungefähr auf 20. Kopieren, einfügen. Kann man von mir aus auch ganz runter. Vielleicht so. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. So. Dieses Überflüssige kommt dann weg. Dieses Überflüssige kommt dann auch weg. Und jetzt gehen wir mal mit dem Radiergummi ein bisschen durch. Mache ich Größe 5 und tue hier mal so ein bisschen was weg. Damit das nicht ganz so moosig aussieht, sondern nur so ein bisschen moosig. Oder Ranken, das sind ja mehr Ranken, weniger Moos. So ein bisschen löschen einfach. So. Das hier komplett auch weg. Ja. Das gefällt mir. Hier unten kann man es auch ein bisschen mehr abschwächen. Dass es nicht ganz so nach unten geht. So, oder? Jo. Gefällt mir. Das gleiche machen wir hier auch. Ein bisschen weniger. Ihr könnt es auch mehr machen. Ich mag es nur, wenn es ein bisschen dezenter aussieht. Und vielleicht einfach mal so ein Stück da hängen lassen. Das ist ja meistens so, dass einfach mal so ein Stück irgendwo hängt, weil es abgebrochen ist oder sowas. So. Ja, wunderschön. Wunderbar. Was sagt ihr denn, wie es aussieht bis jetzt? Gut, schlecht, nicht so gut? Schreibt es in die Kommentare. So, kopieren wir das hier nochmal. Und fügen sie ein. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. So ein bisschen, ne? Ja. Wunderbar. Was kann denn noch so? Ich brauche noch Fenster. Nehmen wir doch das Fenster gleich. Kopieren, einfügen. Dann nehmen wir eine neue Ebene am besten. Fenster einfügen. So ein bisschen hinter Moos, so weißt du. Ein bisschen hinter Moos, da kann man hier noch ein bisschen weg. Ah, verdammt, nicht hier. Auf der Ebene ein bisschen was wegmachen. So, es war schon lange nicht mehr offen, das Fenster. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir noch so ein offenes Fenster. Kopieren, einfügen. Nicht hier bei Fenster einfügen. So. So, dass es ungefähr die gleiche Höhe hat. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zum Haus zurück und löschen das. So. Bisschen so, oder? Ja. Es ragt noch so ein bisschen ins Fenster rein. Wieso nicht? Kann man so lassen, oder? Kann man so lassen. Jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um die Textur des Hauses. Machen eine neue Ebene. Machen Text Haus zum Beispiel. Und markieren das alles. Nehmen den Verlaufsfilter von schwarz nach weiß und ziehen den nach oben. Und machen eine Überlagerung. Ah, Mist, das geht nicht, weil... Oder geht das? Nee, geht nicht. Wir machen aber trotzdem normal. Dann machen wir Farbe löschen. Auf transparent.
Zu transparent. Wir nehmen weiß. Super duper. Das hier löschen wir. Löschen, löschen, löschen. Wegradieren. Genau so. Machen wir die Deckkraft runter ein bisschen. Ja, wunderbar. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Das gleiche mache ich nochmal hier. So ungefähr. Farbe transparent, die weiß. Okay. Dann machen wir das nochmal. Upsa. Dann machen wir das nochmal hier. Diesmal aber machen wir ein bisschen Licht in die Sache. Nämlich so. Und dann machen wir. Ich habe es nicht richtig markiert. Sekunde. Dann machen wir nochmal hier. Farbe zu transparent. Die schwarz diesmal. Und zack. Leuchtet jetzt ein bisschen aufs Dach. Können wir auch noch ein bisschen einfärben. Ungefähr so. Bisschen gelblich. Wunderbar. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Transparent können wir noch ein bisschen rumspielen. Lasse ich jetzt mal so. Und jetzt machen wir nochmal eine neue Ebene und benennen die Ebene in Weg. Denn jetzt bauen wir einen Weg. Dazu brauche ich das Outside A 1. Ne, 2. Edit mit GIMP. Dann nehmen wir doch das hier. Und fügen es tatsächlich hier ein. Hahaha, einfach so, ohne Scham. Ohne Scham einfach einfügen. Das gleiche machen wir hier und hier. Vielleicht auch noch hier. Und hier. Und hier. 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 Und spätestens jetzt denkt ihr, ey, der spinnt doch. Was macht der da? Abwarten, Leute. Abwarten. Duplizieren wir die Ebene. Die untere machen wir jetzt mal unsichtbar. Jetzt haben wir nur noch die Ebene. Jetzt komme ich mit meinem Brush. Muss nur aussuchen, welcher mir gefällt. Mach die Deckkraft vielleicht so auf 50. Vielleicht so auf 50. Und klicke wie ein Gestörter. Ah, machen wir es doch voll. Für den Rand könnten wir es voll lassen. Ja, perfekt. Genau so will ich das. Die Treppen lasse ich jetzt mal, da habe ich ein bisschen was anderes vor. Die Treppen mal freilassen, einfach mal. Und schneiden das hier schön aus mit unserem Brush. Einfach mal die Ecken so ein bisschen wegschneiden. Die Kanten. Und dann sieht es doch relativ schon gut aus. Also besser als so ein viereckiger Weg, den man da sonst immer macht. Na, musst dir schon sagen, dass das ein bisschen besser aussieht. Ist ja auch noch nicht fertig. Das wird alles noch. Bisschen hier so, bisschen da so.
Dann sieht der Weg schon mal ganz cool aus. Und der sieht auch nicht so viereckig aus, wie er sonst immer aussieht. Das ein dünner machen vielleicht da oben. Ja. Jetzt gehe ich vielleicht doch mal runter mit der Deckkraft und mache hier so ein bisschen. Obwohl ich kann hier, ja, komm, sagen wir mal großzügig hier. Ja. Hier beim Schild mal komplett alles weg. Und jetzt gehe ich mit der Deckkraft runter. Und dann kommen wir hier so in der Mitte mal so ein bisschen abschwächen. Noch. An manchen Stellen. Dass der Weg so ein bisschen nasser Übergang einfach mal so ein bisschen besser ist. Können wir das so ein bisschen abschwächen. Dann sieht es auch schon viel besser aus. Vielleicht auch mal hier so in der Mitte so. Auch mal so ein bisschen durchgehen hier. Warum nicht? Ja, jetzt kümmere ich mich um die Treppen. Mache ich ungefähr genauso, nur anders. Aha. Erstmal ein bisschen abschwächen. Die Seiten, die Kanten immer so ein bisschen abschwächen. Dann mache ich den Porsche ein bisschen kleiner, ungefähr auf 5. Und gehe hier mal gemütlich durch. Also da, wo kein Gras ist, ne, wo nur der Dreck ist, einfach mal durchgehen. Und dann gechillt. Komplett löschen. Ich spule hier mal wieder ein bisschen vor. So, willkommen zurück. Den Weg habe ich jetzt mehr oder weniger schon fertig gemacht. Ich habe hier so ein bisschen, bisschen feiner gemacht. Die Kanten abgeschwächt. Und ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass mich das Licht ein bisschen stört. Das ändern wir jetzt ein bisschen. Wir machen das ein bisschen gelber. Ein bisschen einfärben ins Gelbe. Yes. Die Helligkeit können wir vielleicht so lassen. Sieht doch besser aus, oder? Ja. Deckkraft ungefähr auf 90%. Wir können noch ein bisschen rumradieren hier. So. Sieht das Ganze ordentlich aus, ne? Hier können wir vielleicht das Licht auch noch ein bisschen wegmachen. Bisschen mehr reinzoomen. Perfekto, perfekto, perfekto. Vielleicht ein bisschen too much. Maybe ein bisschen too much, ein bisschen weniger. So kann man das machen. Jetzt gehen wir nochmal zu Fenster. Was ist das hier überhaupt? Ich will das weghaben. Kommt es von den Bäumen? Nein. Von den Gegenständen? Nein. Aus? Nein.
Das hier? Nein, das hier? Ja. Weg damit. Gehen wir zu den Fenstern und wir fügen noch ein paar Fenster auf dem Dach ein. Nehmen wir das doch. Einfügen. Maybe eins hier und maybe eins hier. Gleiche Höhe. Yes. Nehmen wir noch das hier. Machen das ein bisschen heller. Besseren Kontrast. Ja. Upsa. Farbe, Farbton. So. Sättigung. Mehr. So. Heller vielleicht. Ja. So sieht es ein bisschen. So sieht es ein bisschen angepasster aus. Zum Dach. Das können wir jetzt so lassen. Geben wir nochmal, was Textur war das da? Das war das da, das war das da, das war das da. Da bleiben wir auch gleich. Entschuldigung. Und fügen noch etwas ein. Damit das Dach ein bisschen dachiger aussieht. Hier, diese Kratzer hier. Das könnte man doch einfügen hier und vielleicht hier. Mal wieder ein bisschen spiegeln. Okay. Und jetzt ein bisschen löschen. Löschi, löschi, löschi. Hier, hier, hier. So. Sieht es so ein bisschen kaputter aus, so ein bisschen. Ist auch schon ein altes Haus, ne? Da kann es auch mal ein bisschen kaputt aussehen. Why not? Why not? Es muss ja Spuren haben, das Haus, ne? Es steht schon seit Jahrzehnten in diesem Wald. Kopie einfügen. So sieht das besser aus, oder? Vielleicht ein bisschen too much. Bisschen too much. Sättigung ein bisschen runter vielleicht. So. Oder? Ich lasse jetzt mal so. Können auch ein bisschen Moos. Ein bisschen vom Moos da machen. Wo ist mein Lieblingsmoos? Und wir fügen es hier ein. Ne, wir machen eine neue Ebene erstmal. Neue Ebene einfügen. 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 So. Einfügen. Einfügen. Und jetzt wieder ein bisschen löschen. Löschen ist das halbe Leben. Tralalalalala. Yes. Das machen wir jetzt so Gegenstände runter. Ich habe ein paar Sachen bei Bäume eingefügt. Das war nicht so gut, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wir bleiben jetzt bei wir gehen jetzt zurück zu unserem Weg. Den müssen wir jetzt machen. Wir nehmen dieses hier. Dieses Tool kann heller machen. Seht ihr das? Kann heller machen. Es kann auch dunkler machen. Und das nutzen wir jetzt für den Weg. Wir duplizieren jetzt diese Ebene und machen die Ränder so ein bisschen dunkler. Ein bisschen dunkler. So, dann sieht es so ein bisschen
besser aus. Hier bei den Treppen auch. Bei den Treppen könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr dunkler machen. So. Und hier natürlich auch. Einfach STRG halten, dann macht ihr dunkler. Wenn ihr STRG wieder loslässt, dann macht ihr es wieder heller. Und keine Angst, wenn ihr irgendwas falsch macht. Ihr habt doch die Sicherheitskopie. Die Ebene haben wir kopiert. Das ist gar kein Problem. Ja, noch ein bisschen hier so durch. Hier am Ende vielleicht noch ein bisschen dunkler werden. Oh, das ist gar nicht das Ende. Hier könnte ein bisschen dunkler werden. Gut. In der Mitte kommen wir ein bisschen heller. Aber das ist too much. Bisschen heller werden in der Mitte. So, hier auch noch ein bisschen. Die Ränder hier vielleicht noch ein bisschen abschwächen. Hier auch noch ein bisschen abschwächen. Können noch ein bisschen stärker machen. Hier vielleicht noch ein bisschen. Hier noch. Und hier noch. Und dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Das gleiche machen wir jetzt auch mit den Gegenständen. Gehen wir hin. Und gehen hier zum Moos. Und können den so ein bisschen dunkler machen. Haltet euch an den Bäumen. Rechts dunkler, links heller. Das ist wichtig, dass nachher die Belichtung auch stimmt. Hier können wir auch ein bisschen heller machen. Hier ein bisschen dunkler machen. Hier ein bisschen heller. Das gleiche machen wir hier. Dunkler, dunkler. Belichtung ein bisschen hoch, ein bisschen dunkler werden hier. Ach, das habe ich bei Baum hier, deswegen passiert hier nichts. So. Das gleiche machen wir auch hier. Bisschen dunkler auf der Seite. Nur so ein Tick. Rechts ein bisschen heller. Dann sieht das auch schon schön aus. Gegenstände? Ja. Da oben machen wir das gleiche. Hier ein bisschen dunkler. Hier ein bisschen heller. Damit ein bisschen Textur reinkommt, ein bisschen Farbe reinkommt. Hier machen wir das gleiche nochmal. So. Hier vielleicht nochmal ein bisschen dunkler. Mit dem Holz machen wir das gleiche. Gehen wir hier hin, machen hier ein bisschen dunkler. Hier auch ein bisschen dunkler. Und hier ein Stück heller. Dunkel, dunkel, dunkel. Wohl, kann man auch ein bisschen heller machen, so. Oder? So. So. Dann gehe ich doch hier noch ein bisschen hin, mache ein bisschen dunkler. Ein bisschen heller. So, so, so. Vielleicht hier noch ein bisschen abdunkeln. Macht das so ein bisschen nach Gefühl. Ich habe gerade
ein bisschen husten. Entschuldigt. Was machen wir als nächstes? Jetzt machen wir doch eine neue Leuchtquelle. Wir haben ja die Lichtebene. Dann machen wir doch ein bisschen Licht, oder? Wenn wir schon eine Lichtquelle, eine Lichttextur oben haben, ein Lichtoverlay haben, dann können wir doch auch eine Lichtquelle hinzufügen. Und das tun wir jetzt mit dem ganz hellen Gelb. Wir nehmen ganz helles Gelb und klatschen das einfach hier so drauf. Oh mein Gott. Und dann nehmen wir noch ein paar Strichis. 10. Wusch, 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 wusch. Auf 5. Wusch, 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 wusch. Das sieht wunderschön aus, gell? Weichzeichner. Und dann zeichnen wir das Ganze um. Na, so 80. Okay, die Striche haben nichts gebracht, aber wir fügen die jetzt noch ein. Wusch, 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 wusch. Weight ein bisschen höher machen, dann kann ich hier so wusch und wusch und wusch. Oh, mal schön mit dem Finger durchziehen. Jetzt nehmen wir noch mal den Weichzeichner. Bisschen weich zeichnen. Ja. Farbe und einfärben. Und zwar in die Farbe. Such's gut, oder? Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Mehr Sättigung? Nee. Bisschen heller. So. So, oder? Das machen wir jetzt erstmal weg. Und das machen wir jetzt auch erstmal weg. Und wir speichern jetzt erstmal. Und wir exportieren das jetzt in Ground. Und jetzt nehmen wir noch die Lichtquelle, die wir gerade gemacht haben. Und exportieren die auch. Licht. Exportieren. Jetzt gehen wir kurz zurück zu unserem RPG Maker. So, liebe Freunde, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir müssen es eigentlich nur noch einfügen in verschiedenen Layern. Dazu gehen wir hier erstmal zum Plugin. Dann gehen wir zu unserer Overlay. Und hier sehen wir auch schon, was wir einfügen können. Ground brauchen wir für den Boden. Gehen wir hier auf Bearbeiten. Bei Hinweis machen wir einmal Ground. Und dann gehen wir hier noch auf Light. Das ist die Map Nummer 003. Müssen wir uns merken, weil man muss die Bilder dementsprechend noch umbenennen. Ground 3 für Map 3 und Light 3 für Light für die Map Nummer 3. Damit das Plugin weiß, für welche Map dieses Overlay ist. Machen wir mal einen Testlauf und testen mal. Ja.
So, jetzt müssen wir uns nur noch um eine Sache kümmern. Und zwar, dass auch die Bäume unter dem Helden, über den Helden sind und nicht unter dem Helden. Ne? Das machen wir jetzt. Wir gehen zurück auf GIMP, machen die Bäume visible und den Unterteil hier. Bäume duplizieren wir kurz und Bäume so, und wir löschen mal das da, weil das hat da gar nichts zu suchen eigentlich. Das war ein Versehen. Nein. Weg damit! So. Ist übrigens schon spät geworden, falls ihr das merkt. Meine Cam ist schon ein bisschen dunkel. Und das da kann man auch wegmachen. Brauchen wir nicht. Das da hinten brauchen wir nicht. So, hier können wir auch ein bisschen transparent das hier wegmachen. Machen wir das ungefähr so. Kommt das weg. Was haben wir hier noch? Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Ah, was ist denn heute los? So, jetzt haben wir hier nur noch die Bäume. Bestenfalls. Richtig. Exportieren nach Paar 3. Das füge ich jetzt in Tutorial, Image und Overlay und dann in Parse ein. Par für Parse. Parse heißt, weiß ich nicht, ist aber über den Helden. Und 3 ist für die Map Try. Parse Par 3. Hier nochmal hingehen. Das hier kopieren. Und hier auch ein Paar eingeben. Aber ein Paar nur mit einem A. Gucken wir mal, wie es aussieht. Scheint alles zu funktionieren bis jetzt. Und wir sehen, es ist über dem Helden. Ja, ihr müsst noch gewöhnliche Ereignisse machen, wo der Held jetzt nicht drüber dappen soll. Also wenn er jetzt nicht über die Pflanzen dappen soll, dann macht er einfach ein Ereignis hin. Gleiche Höhe wie der Held. Muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht erklären. Das ist ja easy. Einfach dann hier zum Beispiel über den Helden ein Ereignis hin basteln. Gleiche Höhe wie der Held, damit er da nicht draufsteigen kann. Hier ist auch über den Helden. Hier auch. Hier kann man vielleicht auch Ereignisse machen, dass er da nicht hinlaufen soll. Und ja. Aber so funktioniert Parallax Mapping. Und da lässt sich schon einiges mitmachen. Das ist die Map. Wir sind fertig. Wir haben es getan. Jetzt hat es für mich einige Stunden gedauert. Für euch weiß ich nicht. Aber wir sind fertig. Dann sage ich mal, bis dahin. Tschüssikowski.